Echt furchtbar. Wir haben uns jetzt gerade hier bedient. Geilste Tomaten, Datteln, Erdbeeren, alles da. Die sind völlig in Ordnung, eins war kaputt, deswegen geht die ganze Charge gleich flöten. Die Dinger sind noch haltbar. Haben wir alles gerettet. Aus dem Müll. Ja. Wir fahren jetzt zum Fabi von Rosencrime Bike Crew. Mit den Jungs haben wir damals, also primär mit dem Fabi, unsere Tollbikes gebaut. Ich blende es mal ein. Und genau, da gehen wir jetzt hin und basteln mal Mellis Korb richtig, weil der ist nämlich gebrochen. Wir haben jetzt schon am Anfang gedacht, dass das irgendwann Geist aufgibt. Das ist keine ewige Geschichte. Aber ich habe jetzt eine Methode, mit der wir vielleicht eine etwas längere fristige Konstruktion hinbekommen. Das wollen wir jetzt mal zusammenbauen und schauen, ob es geht. Außerdem wollen wir unsere Ständer loswerden, weil die zu schwer sind und wir was anderes haben, den Clickstand. Dazu aber später mehr. Und das Problem ist aber, dass am Ständer aktuell was montiert ist. Kamerahalter, der uns wirklich sehr gute Positionen einbringt und den möchte ich nicht verzichten. Und deswegen habe ich mir was überlegt, das hoffentlich vielleicht funktioniert. Schauen wir mal. Servus. Hey, hey. Und kaum spazieren wir die Tür rein, dann haben wir hier ein neues Projekt. Ein Lastentollbike. Wird am Ende ein teilbares Fahrrad in der Horizontalen klappbar. Oh, geil. Damit wir noch einen Zug transportieren können. Mega cool. Ja? Genau, jetzt sind noch die ganzen Versteifungen rein und dann hoffe ich morgen eine Probefahrt. Wir waren gestern beim Fabi und haben die abgeholt. Die hat er uns in 3D gedruckt, richtig cool. Und ich fange jetzt mal an, die zu bemalen. Fertig gemalt. Super. Danke nochmal fürs Ausleihen der Farben und fürs Drucken. Wir haben Abfahrtstag. Heute geht's zum Chiemsee. Wir sind in Rosenheim jetzt 4 Tage glaube ich gewesen. Uns ein bisschen neu organisieren, Zeug aussortieren, was heimschicken und Freunde besuchen. Nochmal bei der Post vorbei. Paket wegbringen und dann geht's Richtung Chiemsee. Tschüss Rosenheim! Am Chiemsee und jetzt gibt's Rotwein und wir chillen hier ein bisschen, machen Feuer. Mods, der Wetterumschwung. Innerhalb von keinen 3 Minuten. Jetzt fliegt hier ziemlich alles weg. Die Melli holt gerade die Isomatte, die schon seit 5 Minuten ist. Das Feuer brennt auch wieder wie Sau. Es hat jetzt gut gewindet und kurz gepisst, aber jetzt geht's wieder. Wir haben unsere Tarp aufgebaut. So schaut's aus. Feuer brennt auch gut. Da habe ich noch mal was draufgelegt, damit es nicht ausgeht. Chiemsee ist schön unruhig. Ein richtig schönes Feuer hier. Jetzt grillen wir.
Wir sind hier in Aschau beim Max vom Berglicht Filmproduktion und zusammen mit ihm drehen wir einen richtig geilen, super coolen Film über Dani und mich und über unsere Fahrradweltreise. Cool. Coming soon. Wir sind jetzt hier im Wald mit Max und drehen schon mal ein paar erste Szenen. Wir hatten riesiges Glück, dass Max von unserer Fahrradweltreise begeistert war und er uns diesen Freundschaftsdienst erwiesen hat. Wir sind ihm wirklich total dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit uns einen professionellen Film zu drehen, der echt total viel Spaß gemacht hat. Zu diesem Video gibt es übrigens noch ein Making-of-Video, den du als unser Patreon unter patreon.com/vagabondsworld ansehen kannst. Ja, das schaut aus, gell? Bisschen Mittagspause. Vom Holzstoß sind es noch 20 Kilometer bis Bad Reichenhall. Und da werden wir es dann für heute belassen. Richtig tolle Wege hier. Bayern. 32 km/h auf dem Schotterweg. Mit 80 Kilo. Das ist geil. Und jetzt eine Weile hier am Ufer entlang gefahren und immer wieder geguckt. Das Ufer ist recht steil und man findet schwierig was. Jetzt haben wir aber hier was gefunden. Reingegangen, haben das für gut befunden und da liegen 5 Euro auf dem Boden. Ist keiner da? Niemand? Ja, kaufen wir uns was dafür essen. Wir haben gerade beim Supermarkt hinten geschaut und 2 richtig gute, fette Laugenstangen als Abendessen gekriegt. Wieder was gerettet. Echt furchtbar. Wir haben uns jetzt gerade hier bedient. Geilste Tomaten, Datteln, Erdbeeren, alles da. Wir haben jetzt schon den ersten Schwung angepackt. Hier sind sogar noch Eier. Machen wir uns das Fettrührei, die sind völlig in Ordnung. Eins war kaputt, deswegen geht die ganze Charge gleich flöten. Die Dinger sind noch haltbar. Bei manchen Sachen verstehe ich es natürlich, dass sie weg müssen. Wir haben heute mal wieder ein paar Lebensmittel vor dem Mülltod gerettet. Ja. Und die Ausbeute war der Hammer. Riesig. Hier erstmal 2 Auberginen, dann eine Melone, 2-mal Erdbeeren, das ist der Oberhammer. Dann 10 Bio-Eier, die sind alle noch haltbar. Hier Cocktailtomaten, Babyspinat, Spitzpaprika, Tomaten, Feldsalat. Ah, da geht's noch viel weiter. Also, einmal Wurst. Zeig mal, dass es haltbar ist. Zeig es. Ja. Das ist unglaublich. Es ist einfach haltbar. Dann Mandelmilch, das Porridge, 2 von diesen Tees und irgendwo war noch was Geiles. Ah ja, hier, das war nicht schon da. Auch unglaublich. Bebrezina. Wo brauchen wir den nicht? Japan. So, wir sind jetzt bei der alten Saline. Leider kann man nicht rein wegen Corona. Aber da oben, da fließt das Wasser auf diese Räder. Wir fahren jetzt ein bisschen mit der Halfpipe rum hier. Mal schauen, ob die 70 oder die 80 Kilo besser performen. Ja, manchmal kommst du mit so viel Gepäck, wenn da bloß Steine drinnen sind, dann schaffst du es nie. Gott sei Dank sind da keine Steine drin. Aber manchmal fühlt es sich an, als wären da Steine drin. Da ist auch Essen drin. Alles zum Schlafen, ein Bett ist da drin. Dein Bett? Ja, mein Schlafsack ist mein Bett. Habt ihr überhaupt ein Zelt dabei? Na klar. Ich hab gedacht, ihr schlaft einfach unterm Fernseher. Manchmal ja. Ja. Skatepark. Merkt man schon deutlich. Das Gewicht. Super! Ja, wir sind voll extrem, wusstest du das? Ja.
Also den Rückwärtssalto von vorhin, den ich da gemacht habe, ist leider nicht drauf. Weil die Speicherkarte voll. Ja. Hier sitzen beim Sortieren. Die Melli schaut gerade, was von dem Feldsalat noch brauchbar ist. Die eine Packung ist hinüber, die andere sieht ganz gut aus. Die sieht super aus. Zum Wohl miteinander. Wie ihr hört, sind wir schon wieder fleißig im Kochen. Was wir jetzt alles so bekommen haben, gerettet haben, muss natürlich auch verwurstet werden. Jetzt gibt es erstmal hier die Tomaten, Paprika, Zwiebeln und so, alles drin kochen. Dazu gibt es einen Salat da hinten. 6 von den Eiern, die wir haben, werden wir zur Omelette machen und die anderen 6 werden wir in hart kochen für auf die Fahrt. Also ist schon echt geil. Mit der Melone bin ich schon halb fertig. Ist ganz schön anstrengend, ganz schön viel. Später nochmal. Oh, ey, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Das ist richtig. Mir geht's richtig scheiße. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt lache. Ich bin die erste Zeit nur nass geworden, weil es hier total durchgehängt hat. Und dann hat es auch noch angefangen durchzusiffen. Dann bin ich alle 5 bis 10 Minuten aufgeschreckt, weil das Wasser auf mich draufgefallen ist und mein Schlafsack nass gemacht hat und mich. Dann irgendwann um, keine Ahnung, 3 in der Früh habe ich dann diese Fahne hier reingesteckt, damit ich irgendwie ein bisschen was habe zum Stabilisieren, dass das Wasser von alleine immer abfließt. Ja, und dann bin ich, glaube ich, so um 5 Uhr morgens dann mal eingeschlafen. Aber es ist absolut grauenvoll gewesen, die Nacht. Und es ist alles nass hier. Ja, also unser Tab ist wohl undicht. Das ist zum allerersten Mal passiert. Normalerweise schlafen wir hier Baby gleich, ganz ehrlich, oder? Ja. Wir bauen ab, das Tab ist undicht. Juhu! Bin fast nicht trocken geworden. Ja, da müssen wir uns ein neues besorgen. Irgendeine Alternative, irgendwas, mal schauen. Sonst hat es immer gehalten. Egal. Jetzt haben wir gefrühstückt, unsere geilen Erdbeeren. Und jetzt geht's irgendwie woanders hin weiter. Jetzt Ausflug zum Königssee. Wir haben herausgefunden, dass man da eher schlecht schlafen kann und es sehr touristisch ist, deswegen machen wir es als Tagesausflug. Herrlich, schön hier. Jetzt kommt auch mal die Sonne raus. Hammer, hä? Hammermäßig. Wir haben wieder Glück gehabt. Wir wollten eigentlich nur mal kurz hier Aussicht genießen und vielleicht was zu trinken holen und ja. Und jetzt gibt's Mozzarella-Kugeln, Leberkas, irgendwelche, weiß ich nicht, Fladen, Kräuterbutter, vielleicht mal ein paar Maultaschen, Apfelscheiben, so wie heißt das Zeug, Apfelchips, Käse und einen geilen Karottensaft. Dann machen wir kurz Pause und dann geht's weiter zum Königssee. Haben wir alles gerettet. Aus dem Müll. Ja. Oh, ist wunderbar, satt und wohlgenährt, oder? Ja, war ein guter Snack. Sehr gut, ja. Also ich bin jetzt gut satt, ich habe einen halben Liter Karottensaft getrunken und die ganzen Sachen aufgegessen, das war so super. Jetzt geht's nächste halt Königssee. Ja, Traum hier. Richtig schön. Ah, klasse. Ein bisschen Offroad jetzt. Einfach, ja genau, super hin. Sowas schlägt Google als Rad nicht, das ist unglaublich. Ich meine, es geht schon mit dem Rad, aber mit Gepäck wäre es halt schon ganz schön scharf geworden.
bitte nicht. Mittagessen und Apfelchips und Vino. Königssee. Baden war ich auch schon. Ist überhaupt nicht so kalt. Nach vorne um die Ecke bin ich schon rumgeflogen. Jetzt. Uns sitzt ein Unwetter im Nacken. Deswegen schauen wir, dass wir relativ zügig wieder zurückkommen. Hui, mit 40 Sachen hier den Berg runter, Leute. Oh, leck. Geil. Jetzt geht's zurück nach Bad Reichenhall. Super geile Abfahrt, ey. Schon wieder 50 runter. 50 km/h mindestens. Wo geht's heute hin? Holland. Jo, heute Grenzübergang. Angeblich sollen die Grenzen offen sein. Hoffen wir, dass es stimmt. Ja, Wir werden sehen. wir werden sehen. Wir auch. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.